Das sind viele Zahlen, über die ich gerne sprechen möchte, und zwar mit Konstantin Weg. Er ist Weltredakteur Nachrichten und Gesellschaft, bei mir zu Gast im Studio. Hallo Konstantin. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Dorothea. Konstantin, du hast mit einem Berliner Bundespolizisten gesprochen, der mehr als 50 Rückführungen in Länder wie Marokko, Afghanistan und Frankreich begleitet hat. Er hat dir viel erzählt. Was hat er dir erzählt? Und vor allem, was hat er dir auch bezüglich des Verhaltens der abzuschiebenden Personen erzählt? Also die Person, die ich begleitet habe, möchte anonym bleiben. Deswegen werde ich den Namen nicht sagen. Es ist relativ selten, dass Bundespolizisten über ihre Tätigkeit sprechen. Er hat mir erzählt, dass er seit 2016 Abschiebehelfer ist. Das heißt also Personenbegleiter Luft, kurz PBL. Er war eben ist um die halbe Welt schon geflogen mit Menschen, die er begleitet hat. Sagen wir es so, um auf deine Frage zu antworten: Wenn jemand kooperiert während des Fluges, ist es vollkommen in Ordnung. Dann kann man einen Film schauen, Cola trinken, aus dem Fenster gucken. Sollte sich jemand allerdings nicht benehmen, haben diese Polizisten, also das Begleitpersonal an Bord, haben Freiheiten oder haben auch die Möglichkeit, juristisch zum Beispiel die Menschen zu fesseln mit Klettband. Es gibt einen sogenannten Bodycuff, das ist also ein spezieller Gürtel, den man um den Bauch macht. Der ist fixiert an den Handgelenken und an den Füßen. Ja, und sollte es zu Gewalt kommen oder sollte sich das anbahnen, zieht man an einem zentralen Riemen und die Person ist dann halt nicht mehr so mobil. Was beinhaltet denn die Ausbildung, um so eine Personenbegleiterluft zu werden, um dann auch diesem psychischen Druck, von dem, was du gerade beschrieben hast, dem man durchaus ausgesetzt ist, auch standhalten zu können? Ich muss vorher schießen, dass jeder, der das macht, das freiwillig macht. Das ist also ein 3-wöchiger Lehrgang, den man absolvieren muss. Darin werden zum Beispiel interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Also Menschen aus anderen Religionen reagieren vielleicht anders auf Anweisung einer Frau. Anderes Beispiel ist, dass wenn jemand, also sagen wir schieben in ein muslimisch geprägtes Land ab, dann ist es so, dass kein Schweinefleisch serviert wird. Außerdem natürlich Recht, außerdem noch Verteidigungstechniken, denn als deutscher Bundespolizist darf man zwar in Deutschland eine Waffe führen, aber nicht im Flugzeug und erst recht nicht in einem Drittstaat. Somit sind die also nochmal oder werden diese Personen extra geschult, um einfach alle möglichen Risiken, die man ausschließen kann, auch tatsächlich auszuschließen. Konstantin, wir haben ja gerade die Zahlen in dem Beitrag vorher auch gehört. Und es gibt sehr viele ausreisepflichtige Personen, die in Deutschland leben. Es gibt Menschen, die unter der Kategorie Duldung leben. Aber es gibt eben auch viele Abschiebungen, die gar nicht stattfinden. Im ersten Halbjahr zum Beispiel waren es mehr als 14.000. Jetzt schon in diesem Jahr, die gar nicht stattfinden konnten. Woran liegt das? Also wie du gerade schon sagtest, es waren 14.600 Personen, Abschiebungen, die ungefähr gescheitert sind, allein in den ersten 6 Monaten. Da muss man aber trennen. Nur 534 dieser Maßnahmen, also ein relativ kleiner Prozentsatz, sind gescheitert, nachdem oder während die Person an die Bundespolizei übergeben wurde. Die werden also morgens abgeholt in aller Regel, fahren dann zu einem Flughafen oder kommen aus Abschiebegefängnissen. Und sobald diese Personen übergeben werden an die Bundespolizei, also es spielt sich dann an Flughäfen ab, ist es so, manche versuchen sich zu verletzen, manche wehren sich mit allen Kräften. Ich habe das mal zum Beispiel auch aufgeschrieben. Von diesen 534 Fällen hat in 142 Fällen der Pilot die Mitnahme verweigert. Es ist nämlich nicht so, dass es extra gecharterte Flüge sind ausschließlich. Es kann auch sein, dass Personen in einer normalen Linienmaschine mitfliegen. Und wenn da dann Unruhe entsteht und die vielleicht merken, also ein normaler Urlauber wie du und ich würde dann merken, da hinten in der letzten Reihe ist irgendwas nicht richtig, könnte Unruhe entstehen, was der Flugkapitän natürlich auf jeden Fall vermeiden möchte. 142 Mal hat also der Kapitän oder das Personal das verweigert. In 41 Fällen waren es medizinische Gründe. Das ist ja auch sehr stressig für den Körper. Also da kann es dann echt zu unschönen Szenen kommen. Und in einem Fall gab es sogar, nachdem die Bundespolizei übernommen hat, noch eine Flucht bzw. einen Fluchtversuch. Also viel, was da passieren kann. Danke für diese interessanten Blicke hinter die Kulissen quasi von Konstantin Weg. Dankeschön. Vielen lieben Dank.